Oh, herzlich willkommen zu Was ist das denn? Und dieses Mal darf ich die Antwort offenbar selber geben, denn hier ist niemand weiter, der mir das erklären kann. Ja, mir geht es heute um dieses Teil, was ich gestern bekommen habe. Und ich sage euch mal schnell, wozu das eigentlich da ist. Das ist so ein Element, mit dem man ältere Fahrzeuge überwachen kann. Also hier steht es ja schon da, Batterieüberwachungssystem. Die Firma, die heißt Hoots, und was kann man noch so alles machen? Stromstärke messen, Batteriespannung messen, Luftfeuchte sogar, cool, Umgebungstemperatur. Wozu brauche ich das? Ich bin jetzt hier gerade im Büro und nicht in der Werkstatt. Und zwar will ich das haben für meine kleine Inselanlage. Ihr seht hier schon einen Laderegler, Batterieladeregler. Hier unten habe ich eine 100 Ampere-Stunden Akku, der für die Nachteinspeisung sorgt. So, und momentan ist es so, dass ich den Energieertrag aus dem Panel bekomme, dass das Ganze hier auch sehr schön sich anschauen kann, dass ich auch hier sehe, was geht denn gerade rein in den Akku. Und dass ich das Ganze auch über einen Batteriewächter sehe, der über Bluetooth verbunden ist. Soweit, so gut, aber ich möchte das gerne aus der Entfernung sehen. Das heißt, ich möchte gerne im Erdgeschoss sehen, wie viel läuft denn gerade an Energie rein. Ich möchte gerne sehen, wenn ich im Urlaub bin, gibt es vielleicht die Notwendigkeit, dass ich ein externes Batterieladegerät starte, damit mein Akku voll wird, um meine Nachteinspeisung zu realisieren, etc. pp. Und momentan ist es tatsächlich so, dass ich hier vor Ort sein muss, um diese ganzen Werte zu sehen. Jetzt habe ich im Internet mal geschaut und habe mir überlegt, okay, was gibt es da? Und bis auf, dass ich mir einen anderen Laderegler besorge, was ich aber nicht wirklich brauche, habe ich wirklich nichts weiter gefunden, was mir dabei helfen könnte, das Ganze aus der Ferne auch mal auslesen zu können. Und manchmal muss man halt ein bisschen über den Rand hinausschauen, und da bin ich auf dieses Teil hier gekommen. Wie gesagt, das ist eigentlich vordergründig für Oldtimer gedacht. Und ich gucke jetzt mal, ob ich das einfach für meine Inselanlage verwenden kann und ob das mir sozusagen weiterhilft, die Werte zu sehen, die ich gerne sehen möchte. Ja, und was muss ich da jetzt machen? Ein bisschen umbauen und dann bin ich wieder dabei, und dann packen wir mal hier diese zwei Sets aus. Hier ist noch wahrscheinlich irgendwas zum Schrauben. Wir werden mal die App zusammen einrichten und das Ganze an meinen Akku anschließen. So, mittlerweile ein bisschen umgebaut, und als erstes, bevor ich hier irgendwas an der Batterie mache, schalte ich natürlich den Sonnenstrom ab, auch wenn es schmerzt, weil gerade 225 Watt hier reinkommen. Aber Sicherheit geht vor, deshalb gehen wir hier raus. Alles ist auf Null, auch oben der Batterielader zeigt das an. Vielleicht noch mal ein Hinweis, also das ist keine Bau- oder Installationsanleitung, sondern das ist der Weg, so wie ich es mache, und ich bin kein ausgebildeter Elektriker oder irgendwas dergleichen. Deshalb bitte, wenn ihr das nachmacht, dann auf eigene Verantwortung und natürlich auch eigene Gefahr. Und damit ich mir jetzt den Akku nicht ständig raus und reinziehe und da ständig an den Polen rumfuhrwerke, habe ich mir hier so einen kleinen Verteiler gebaut, und an dem versuche ich dann auch das Hutsteil anzubauen. Aber wie gesagt, vorher trenne ich erstmal die Pole, insbesondere der Pluspol ist ja wichtig, und werde dann wahrscheinlich meine Verteilung irgendwie auch ein Stück weit neu strukturieren. Pass auf, dass ihr keinen Kurzschluss macht, indem ihr hier alles miteinander verbindet. Dieses Teil kann erstmal raus, weil das ist das, was vom Batterielader kommt. Und hier das Teil links geht zum Wechselrichter, und dieses Teil geht zum Akku. So, damit ist das erstmal alles weg. Ich mache das Ganze hier auf der Seite auch nochmal, weil ich denke, ich werde das
wahrscheinlich noch mal ein bisschen neu strukturieren dürfen, damit das auch Sinn ergibt. So, wunderbar. Jetzt haben wir alles hier entkoppelt. Es gibt keine Drähte, die sich irgendwie berühren könnten. Das ist auch gut. Genau. Und damit würde ich mal jetzt starten und mal hier die Verpackung aufreißen. Beziehungsweise fein säuberlich mit einem Taschenmesser aufmachen. Bin sehr gespannt. Habe das noch nicht gesehen. So, was haben wir hier? Ausgezeichnet. Ein Qualitätsprodukt. Naja, in Deutschland entwickelt und gefertigt. Schon mal sehr löblich. Und das scheint es schon zu sein. Hier die Hinweise auf die Polungen, Batterie und Auto. In dem Fall ist Auto mein Zugang zum Wechselrichter, beziehungsweise auch, ich denke mal, der Zugang zum Laderegler. Kann ich da auch mit anschließen, denn ich will ja beides messen. Ich will den Stromfluss in die Batterie messen und ich will natürlich auch den Abfluss messen, der dann eben verbraucht wird. Deshalb werden die zwei Sachen dann wahrscheinlich für den Wechselrichter, also den Laderegler und den Wechselrichter sein. Genau. Und das ist rot. Rot sieht aus, als würde das an den Pluspol gehören. Das ist eigentlich verständlich. Und wir haben sogar Glück, es ist sogar die richtige Größe dabei von dieser Stelle. Ich habe mir schon sicherheitshalber einen Ersatz hier zurechtgelegt, aber das macht mein Leben um Vielfaches einfacher. Ja, ansonsten gucke ich mal, gibt es hier noch eine Anleitung irgendwo dazu? Ah ja. Kurz und knapp und ich denke, wir werden das jetzt hier mal ein bisschen vorspulen. Weil so schwer scheint das alles nicht zu sein. So, na, das ging jetzt ja schon mal einfacher als gedacht. Im Grunde genommen war es das ja schon mit der Anbringung. Jetzt muss ich meine Kabel wieder verbinden und habe trotzdem noch das hier da, was ich für meine Konstruktion wahrscheinlich gar nicht mehr brauche. Aber wir gucken trotzdem mal rein, um der Vollständigkeit halber, weil das ist ja natürlich wichtig für alle, die das natürlich an der Batterie direkt festmachen. Ach cool, geil, geil. Also das sind ja hier so Batterieklemmen. Ne, man hat da ja, in den meisten Fällen hat man ja so einen riesen Büppus, der da aus dem Akku rauskommt und dann kann man das hier schön festklemmen und dann tut man die Kabel in dem Fall hier an der Schraube festmachen. Das Ganze nochmal in einer anderen Variante, habe ich noch nie gesehen. Sieht sehr interessant aus, aber wahrscheinlich, ich meine, primär ist es ja auch für Autos gedacht. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch mal schon in eurem Motorraum geschaut und da ist das manchmal ja schon ziemlich alles eng. Und dann braucht man vielleicht genau das Teil hier dazu. Ja, und das Teil kenne ich auch. Und zwar, ich glaube, ja, mein Akku, der hat solche Schraubenstifte, die rauskommen. Und die sind, ich weiß nicht, was das ist, M8 vielleicht oder so. Und dann schraube ich das da drauf und dann hier die Klemmen. Und das Ganze nochmal in einer anderen Version. Also ist sozusagen für alle möglichen Batterie-Akkutypen was dabei. Ich selber brauche das jetzt nicht. Lege das mal zur Seite. Vielleicht finde ich ja für irgendwas anderes noch eine Verwendung. Und damit würde ich jetzt einfach mal wieder mein Zeug hier anschrauben. So, also ich habe mich entschieden, das dann doch alles an eine Mutter hier zu machen, weil alles andere, also das Teil muss ich auf der Seite haben wegen dem Kabel, damit das nicht irgendwie in Berührung mit dem Minuspol kommt.
Und das Batteriekabel jetzt hier so mit so einer Biegung drüber zu legen, das macht auch wenig Sinn. Deshalb alles an einer Mutter, also kommt jetzt hier dran. Und dann spare ich mir auch diese Brücke, die ich trotzdem noch mal mit hier dran machen werde, für vielleicht weitere Installationen, die dann noch kommen mögen. Und dann kommt hier noch die Spannscheibe rein und die Mutter. Und dann machen wir das hier mal ordentlich fest. Zack, das ist fest, das passt wunderbar. Und jetzt muss ich nur noch alle anderen, also die beiden schwarzen Kabel. Das eine ist das hier, was ich in der Hand halte gerade. Das geht zum Wechselrichter und das kommt vom Batterieladeregler. Die kommen jetzt beide hier dran. So gut, dass ich hin und wieder mal auch auf das Video schaue und gesehen habe, dass meine vorhergehende Einstellung doch ziemlich schrottig war und ihr nur meinen Kopf gesehen habt. Deshalb jetzt nochmal von hier unten. Also ich habe jetzt das Hutsteil hier angebracht und muss jetzt natürlich noch das Kabel, das Minuskabel von dem Laderegler und von dem Wechselrichter hier ebenfalls anbringen, damit ich eben in beiden Fällen sehen kann, wie viel Strom denn fließt, in welche Richtung vor allen Dingen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das die Anzeige dann auch macht. Und auch hier schön festmachen. So, cool. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und jetzt müssen wir natürlich den Pluspol auch noch anbringen. Und jetzt arbeite ich dann wieder mit meinen Brücken. So, also einmal das vom Laderegler. Das mache ich mal hier ran. Und vom Wechselrichter. Und auf der Seite kommt dann der Akku. Und wieder meine kleine Brücke. Ups, hat's gemacht. Ja, das passiert natürlich. Der Funkenflug muss immer kommen. Und dann wird das einfach mal schön zusammengeschaltet. Und ich sehe jetzt schon was. Cool. Eine Leuchte leuchtet blau. Das sieht schon mal richtig gut aus. So, wunderbar. Ich glaube, das war's. Es leuchtet, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich mal hier den QR-Code abscannen, um auf die App zu kommen. Das werde ich jetzt gleich mal machen und nehme euch da mal mit bei der Installation der App und vielleicht sehen wir da schon auch richtig coole Werte. So, jetzt habe ich mal den Play Store geöffnet auf meinem Android-Tablet und gebe jetzt mal Hoots ein. Und das reicht schon. Man sieht hier 2 Hoots-Apps. Hoots Classic Car, das ist nämlich das, wofür eigentlich Hoots auch bekannt ist. Ne? Damit sind die gestartet, also für diese ganze Geschichte für Oldtimer. Das System, was wir aber jetzt haben, kann auch in modernen Autos eingebaut werden und deshalb gibt es da eine gesonderte App und zwar ist das Hoots Battery. Und das installieren wir jetzt einfach mal. Cool, das ging schnell. Auf Öffnen klicken und Hoots Battery. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns einen neuen Account einlegen. Und das werde ich mal schnell machen. Okay, jetzt muss ich so einen Verifizierungscode eingeben. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal an meine E-Mails gehen. Ja, so wie man das auch von ganz vielen anderen Apps kennt, kam jetzt eine E-Mail mit dem Code.
Jetzt könnte ich hier wahrscheinlich ein Profilbild machen. Das überspringe ich. Und cool, erfolgreich eingerichtet. Sehr geil. Und jetzt sagt er herzlich willkommen. Erster Einrichtungsprozess. Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, überprüfen Sie bitte folgende Schritte. Gerät installiert, aktiv. Sieht so aus, weil es blinkt blau. Bluetooth habe ich aktiviert. Ist aktiviert. Und WLAN in Reichweite ist natürlich auch. So, jetzt starte ich mal mit der Ersteinrichtung. Das ist etwas, das ist mir jetzt schon öfters mal aufgefallen. Man muss bei solchen Sachen immer den Standort freigeben, warum auch immer. Aber Android will das irgendwie so. So, jetzt suche ich mal nach Gerät. Mal gucken, was jetzt passiert. Noch nichts. Ich mache mal Refresh. Oh, da ist schon was. Mein Gerät ist die 05000325. So, was will er jetzt? Gerät nicht registriert, keinem Fahrzeug zugeordnet, kein WLAN verbunden. So, jetzt habe ich nochmal umgebaut, damit ihr das auch seht mit der Lampe. Ich denke, da wird sich auch einiges noch ändern. Ja, und als nächstes fragt er mich ja nach einem Gerät. Also ich habe hier auch nur die Möglichkeit, hier an das obere zu klicken. Foto will ich natürlich nicht hinterlegen. So, das Gerät ist noch nicht mit Ihrem Gerät registrieren. Ja. Das war's schon? Okay, geil. Keinem Fahrzeug zugeordnet. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich, dadurch, dass ich es ja nicht in einem Fahrzeug nutzen möchte, sondern einfach mit meiner Solaranlage zu Hause, dann schreibe ich einfach mal Solar. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwas noch angeben muss. Ich hoffe mal nicht. Vielleicht gebe ich hier die Kapazität noch an. Das wäre vielleicht noch interessant. 100 Ampere-Stunden. Und Voltage habe ich ein 12-Volt-System. Grenzwert 11, maximal 13. Naja, eigentlich sind es bei mir 14,28 oder so, die der Batterielader dann eigentlich anzeigt. Gut, klicke ich mal Fahrzeug anlegen. Das hat auch funktioniert. Letzter Schritt ist dann das WLAN einzubinden. Jetzt sucht er nach den verfügbaren Netzen. Tada! Und dann haben wir auch meins. Super, das hat schon mal geklappt. So, cool. Und Strom ist an. Die Sonne ballert richtig schön. Und wir kriegen das auch angezeigt. Der erste WLAN-Wert, der wird sofort generiert. Und wie ihr seht, ist aus minus 0,05 Ampere 17,41 Ampere geworden. Und der Akku, der lädt sich. Ist total geil. Was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass sich dieser WLAN-Wert nicht in Echtzeit generiert, sondern aus dem Stromspargedanken. Also, ne, wie ich anfangs ja erwähnt habe, das System ist für Autos gebaut worden und nicht für Solaranlagen. Und damit nicht permanent Strom gezogen wird, weil ein WLAN-Signal gesendet wird, gibt es da verschiedene Zeitfenster, die, glaube ich, das kürzeste ist eine halbe Stunde und man kann, glaube ich, andere Zeitfenster auch einstellen. Und deshalb wird also dieses Signal nicht in Live quasi übertragen. Wenn man das aber in Live sehen möchte und man ist in der Nähe, hat man die Möglichkeit, das Ganze auf Bluetooth umzustellen. Ein Klick hier und hier seht ihr hier oben diese Kategorie Bluetooth Live und da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Ich muss mal hier die Kamera noch ein bisschen in die andere Richtung schieben. Genau. So, und was ihr jetzt seht, ist das Live-Signal. Das Live-Ergebnis, ihr seht, ja, WLAN hat mir noch die 18,16 Ampere. Jetzt hat sich gerade eine Wolke
vor den Himmel geschoben, vor die Sonne geschoben und schon habe ich eben nur noch 7,2 Ampere, die gerade reingehen. Jetzt wird es gerade wieder heller. Das ist mal geil. Das ist mal richtig cool. Gefällt mir außerordentlich gut. Also für zu Hause, wenn ich in der Nähe bin, Bluetooth, und für unterwegs reicht mir wahrscheinlich die halbe Stunde Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Signalen. Ja, und was mir jetzt gerade auch noch auffällt, Moment, hier, das Signal, was vor uns gerade geblinkt hat, das leuchtet jetzt permanent. Das heißt, da ist also ein Bluetooth-Signal, was permanent wahrscheinlich jetzt gesendet wird, was wir eben ja dann auch in den Werten hier unten hier auch sehen. Sehr, sehr geil. Ich werde das Ganze beobachten, verreise auch in wenigen Wochen und werde da wahrscheinlich nochmal ein Update machen, wie ich denn das dann aus der Ferne alles steuern kann oder auch den Ertrag schon mal sehe. Bis hierhin finde ich es geil. Ich finde es richtig cool. Dafür, dass es eigentlich für Autos gemacht ist, erfüllt es eigentlich den Zweck, den ich für mich gesucht habe, für meine kleine Solaranlage, für meine kleine Inselanlage. Und was mir wichtig war, ist natürlich, dass ich eben nicht nur das irgendwie abschätzen kann, wie viel gerade an Leistung anliegt. Aus der Ferne konnte ich ja gar nicht sehen, wie stark der Akku geladen ist oder nicht, aber ich konnte zumindest erahnen, wie viel gerade in den Akku geht, indem ich nämlich meine smarte Steckdose befragt habe, was gerade an Energie von den Solarpanels reingeht. Und jetzt sehe ich es halt direkt, was in den Akku reingeht. Und das ist natürlich mega. So, und was ich natürlich jetzt auch nochmal ausprobiere, jetzt werde ich mal so die Nacht simulieren. Und zwar schalte ich jetzt einfach mal über die smarte Steckdose meine Nachteinspeisung ein. Man hört es vielleicht, Achtung. Tadam. So, und jetzt müssen wir mal schauen, was gerade das System anzeigt. Weil jetzt hat es ja beides. Jetzt hat es einen Verbraucher und eine Energiequelle. Und so wie das aussieht, saldiert er. Das ist natürlich sehr geil. Das heißt, die Nachteinspeisung ist ja so eingestellt, dass sie 100 Watt rauswirft. Und wenn ich jetzt hier auf meinen Wattmeter schaue, gehen gerade 249, 248 Watt rein. Das heißt, wir kommen hier mit 17 Ampere oder so, gehen wir rein und raus gehen 8, 9 Ampere. Und damit haben wir saldierend 9,8, irgendwas Ampere, die noch da sind. Ich schalte jetzt das Ganze mal wieder aus, damit ihr das seht. Man hat es gehört. Und jetzt müsste eigentlich der Wert gleich wieder hochspringen. Genau, das macht er auch. Na, jetzt sind wir sofort wieder bei den 17,75 Ampere, die gerade in den Akku reingehen. Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich mache jetzt noch schnell mal den Test, dass ich die Sicherung vom Solarpanel wieder rausnehme. Das ist jetzt passiert. Das heißt, der Ertrag sollte auf 0 gehen. Ja, macht er sofort. Er zeigt mir wieder diesen normalen Verbrauch und parallel dazu schalte ich jetzt mal wieder die Nachteinspeisung ein. Und jetzt müsste der Verbrauch ansteigen. Ja, macht er. Geil, geil. Also wir haben minus 8, 9 Ampere, die gerade ins Hausnetz eingespeist werden. Und geil. Also funktioniert. Ich bin sehr, sehr begeistert. So, vielleicht jetzt am Ende nochmal ein kurzes Fazit. Also, Installation absolut ohne Hirn. Also das war ja eine Sache, wo ich dachte, okay, eine halbe Stunde brauche ich bestimmt. Nee, Quatsch. 5 Minuten und das war alles installiert. Also Installation easy. Einrichtung der App auch total easy. Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ihr jetzt nicht im Bluetooth-Menü seid oder Modus seid, sondern erstmal nur im WLAN, dass
Teil ist für Autos gemacht, das heißt stromspart. Das heißt, dieses Teil muss manchmal aufgeweckt werden. Das heißt, einfach ein Klick hier drauf und dann leuchtet dann auch wieder die blaue Lampe. Also falls die blaue Lampe mal nicht leuchten sollte und ihr kommt vielleicht beim Einrichten nicht immer weiter, dann ist das Hoots-Teil in den Schlafmodus gegangen. Ja, aber wenn man das weiß, cool. Das ist auch also selbsterklärend und die Ergebnisse überzeugen mich. Jetzt werde ich mal schauen, wie es ist, wenn ich nicht jetzt im Bluetooth drin bin. Ne? Also ihr seht, Sonne ist gerade ein bisschen weg. Wir haben hier nur noch 2,8 Ampere. Und ich will aber ja diesen Wert hier sehen. Ne? Da hat sich das vor 13:04 Uhr hat er sich aktualisiert. Jetzt haben wir es 13:19 Uhr. Also ich nehme stark an, das ist jetzt nach einer halben Stunde, wird sich es erstmal wieder aktualisieren im WLAN. Aber das reicht mir tatsächlich, weil ich will aus der Pfanne ja nur wissen, wie viel gerade im Akku ist. Und ja, dafür ist es geil. Wunderbar. Ich halte euch auf dem Laufenden und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.